Willkommen zurück zum zweiten Teil unseres Paris-Wochenendes. Falls ihr den ersten Teil noch nicht gesehen habt, verlinken wir ihn für euch unten in der Infobox. Wir sind Isa und Benny und gemeinsam sind wir IB Travels. Und heute zeigen wir euch Paris. Wir schauen uns jetzt die Katakomben von Paris an. Dazu haben wir die Tickets bereits im Vorfeld buchen müssen, denn die Sehenswürdigkeit ist restlos ausgebucht und das für die gesamte nächste Woche. Nach ein paar Stiegen per Wendeltreppe hinunter sind wir ca. 20 Meter unter der Erde und damit sind wir auch unter dem U-Bahn-System. Die Gänge der Katakomben verlaufen übrigens 2 Kilometer im Pariser Untergrund und Platzangst darf man keine haben, da es ja schon relativ eng werden kann. Übrigens, hier hat es das ganze Jahr über 14 Grad, also unbedingt etwas zum Anziehen mitnehmen. Paris ist immer weiter gewachsen und im 18. Jahrhundert war es dann so weit, dass die Friedhöfe einfach übergegangen sind. Als Folge davon wurden die Leichname viel zu früh exhumiert, was zu einem schrecklichen Gestank und auch zur Ausbreitung von Krankheiten geführt hat. Deswegen wurden die Katakomben geschaffen, da man hier die Gebeine der Toten deponieren konnte. Die Umlagerung der Knochen von den Friedhöfen in den Untergrund hat mehrere Monate bis Jahre gedauert. Angeblich sind die Knochen damals bis zu 30 Meter übereinander gelegen und man schätzt, dass bis zu 6 Millionen Pariser hier in den Katakomben liegen. Jedes Jahr wird ein anderer Bereich der Katakomben restauriert. Dazu werden alle Knochen per Hand hinuntergenommen, restauriert und auch wieder zusammengefügt. Und zwar genau nach der Vorlage, immer abwechselnd Schädel- und Schenkelknochen. Das haben wir gerade bei unserem Audioguide gelernt. Es ist wirklich eindrucksvoll hier unten und wir sind froh, dass wir die Tickets vorher gekauft haben. Aber wenn man daran denkt, dass das alles einmal lebende Menschen waren, drückt es schon ein wenig auf die Stimmung. Nordöstlich der Pariser Innenstadt befindet sich wieder ein Park. Die Grünanlage ist wirklich riesig groß und hat auch einen Fluss, der in der Mitte durchführt. Entlang von dem Fluss kann man sich auch hinsetzen und zum Beispiel entspannt ein Frühstück genießen. Und bekannt ist der Park vor allem für die Glaskugel hinter mir, die auch ein IMAX-Kino ist. Der Arc de Triomphe ist nicht nur ein wunderschönes Wahrzeichen der Metropole Paris, sondern auch ein Denkmal der gefallenen Soldaten im Ersten Weltkrieg. Hier finden das ganze Jahr über Kranzniederlegungen und Ehrungen statt. Zu Fuß kann man den Arc de Triomphe nur durch eine Unterführung erreichen, denn rundherum befindet sich ein riesiger Kreisverkehr, an dem recht viel Verkehr herrscht. Auch wenn man die 13 €, um auf die Aussichtsplattform des Arc de Triomphe zu kommen, nicht investieren will oder wenn man außerhalb der Öffnungszeiten kommt, zahlt es sich auf jeden Fall aus, die Unterführung unter dem Kreisverkehr zu nutzen und sich den Platz und den Bogen von unten anzusehen.
Wir sind heute in Montmartre unterwegs und obwohl wir wochentags an einem Vormittag da sind, ist wirklich einiges los. Also durch die kleinen engen Gassen schieben sich Menschenmassen, das hätten wir uns niemals vorgestellt. Hinter mir seht ihr die Kirche Sacré-Cœur und das ist wirklich ein imposantes Bauwerk. Es gibt sogar eine 55 Meter hohe Kuppel, von der aus man einen angeblich tollen Ausblick über Paris hat. Aber sogar vom Montmartre-Hügel, der 130 Meter hoch ist, hat man einen tollen Ausblick über die Stadt. Der Eintritt in die Kirche ist übrigens frei. Nur wer in die Kuppel hinauf möchte, zahlt 7 Euro pro Person. Der Friedhof in Montmartre ist wirklich riesig groß, 11 Hektar genau genommen. Wir haben den Eingang nicht gleich gefunden und sind einmal außen rumgegangen, was ganz schön lange gedauert hat. Ein Besuch zahlt sich aber auf jeden Fall aus, weil es ist einer der bekanntesten Friedhöfe in Paris und auch einer der schönsten. Im Innern herrscht eine ganz eigene Stimmung, die man unbedingt gesehen haben muss. Es sind auch einige berühmte Persönlichkeiten hier begraben, deren Gräber schön geschmückt sind. Hinter mir seht ihr das weltberühmte Moulin Rouge. Das wurde im Jahr 1889, nämlich im selben Jahr wie der Eiffelturm, eröffnet. Das Moulin Rouge ist auch der letzte Stopp auf unserer Paris-Reise. Wir machen uns jetzt am Weg zum Flughafen und werden in ein paar Stunden wieder nach Hause fliegen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns gerne ein Like da und auch über ein Abo würden wir uns ganz besonders freuen. Bis zum nächsten Mal. Nicht ganz so viel. Gut.